Ja, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich möchte euch meine Erfahrungen mit der MT-09 über 6 Jahre und 25.000 Kilometer schildern. Zu gerne lese ich als Motorradfreak in den Fachzeitschriften die Dauertestberichte. Kann es da überhaupt Sinn machen, einen eigenen Dauertestbericht ins Netz zu stellen? Für meinen Geschmack absolut ja. Die Dauertestberichte in den Fachzeitschriften werden nämlich im Zeitraffertempo absolviert. Schäden werden dort nämlich zumeist im Rahmen der Garantie behoben und verursachen keine Kosten. Auch der Zahn der Zeit nagt sprichwörtlich an den Motorrädern. So wird man einen 6 Jahre währenden Dauertest in keiner Fachzeitschrift finden können. Ich gliedere meine Erfahrungen in 4 Abschnitte, versehen mit einem Minutenindex. Bei meiner MT-09 handelt es sich um die RN29 aus dem Jahr 2014. Im Vergleich zur heute aktuellen RN43 haben sich einige Änderungen ergeben. Im Kern ist die Maschine jedoch die gleiche geblieben. So glaube ich, dass mein Testbericht auch auf die RN43 und die Tracer übertragen werden kann. Wie alles begann. 2013 sah man in der Fachpresse die ersten Bilder eines Motorrads, das ich konzeptionell sehr interessant fand. Das war die Yamaha MT-09. 3 Zylinder, 115 PS, enormes Drehmoment, 191 Kilo und mit ABS versehen. Im Spätherbst des Jahres 2013 fand ich die Gelegenheit, eines der ersten Modelle Probe zu fahren. Kaufabsicht hatte ich überhaupt keine mitgebracht, ich war einfach nur neugierig. Angereist war ich mit meiner Yamaha FZS 1000 Phaser, einem Motorrad, das von den Leistungsdaten und vom Gewicht ziemlich genau mit der aktuellen Kawasaki Z1000 SX vergleichbar ist. Auf der Heimfahrt kamen mir die 143 PS der Phaser wie in Watte gepackt vor. Die Direktheit und die Spontanität der MT-09 hatte mich völlig überrascht. Und der Haben-will-Instinkt war erwacht. Nach der guten Presse waren allerdings bereits Anfang 2014 so gut wie alle MT-09 ausverkauft. Ich hatte großes Glück und konnte beim etwas weiter entfernten Händler noch eine bestellen. Dieser Händler war auch gleichzeitig Veredler. So bot er zum Beispiel kostengünstig sämtliche Varianten von Umlackierungen an. Und das geschulte Fachpersonal trug zum baldigen Vertragsabschluss ungemein bei. Meine Frau, selbst Motorradfahrerin, bestand auf Bluish White, wie es damals die FZ1 trug. Und ab und zu hat sie auch mal recht. In diesem Fall war es mal wieder so. So sah sie vor 6 Jahren aus, die MT-09. Und auf Langstrecken sollte sie fortan begeistert von meiner Frau bewegt werden. Tagesetappen von 500 Kilometern sind dabei keine Seltenheit. Wie fällt mein Fazit heute, 6 Jahre später aus? So sieht sie jetzt aus. Der erste Eindruck, sie hat sich irgendwie besser gehalten als ich. Aber hält dieser Eindruck auch einer näheren Betrachtung stand? Skeptisch war ich da, insbesondere beim Sonderlack. Aber der Tank, astrein, da hat überhaupt nichts gelitten. Auch beim Kunststoffschutzblech ist die Lackierung absolut makellos. Auch am kleinen Heckschutzblech keinerlei Abplatzer.
erstaunlich. Auch die kleinen Seitendeckelchen, über die gelegentlich Gummispanner geführt werden, sehen astrein aus. Sämtliche Kunststoffteile sind weder ausgeblichen, noch lediert, noch verkratzt. Das gilt auch für den eher billig wirkenden Kettenschutz. Rost an Tankstutzen, Fehlanzeige. Die optische Erscheinung des Motors ist so, dass man ihn glatt ins Regal zurücklegen könnte. In dieser Ansicht könnte man die Auspuffkrümmer beinahe als verchromt durchgehen lassen. Weiter oben zeigen sich dann Verfärbungen. Der Rest der Auspuffanlage zeigt sich in nahezu neuwertigem Zustand. Kann dieses Auge lügen? Es glänzt wie am ersten Tag. Dagegen haben die nachgerüsteten Mini-Blinker leider gelitten. Die hinteren zwei musste ich auch leider schon austauschen. Die vorderen Bremsscheiben zeigen oberflächlich leichte Riefen. Sie sind aber kein Stück eingelaufen. Das Material ist voll da, sie werden noch lange halten. Die Bremsbeläge vorn, hier nicht besonders gut zu sehen, sind absolut TÜV-konform. Die hintere Bremsscheibe hat etwas mehr gelitten als die vorderen, aber sie wird noch sehr, sehr lange halten. Auch hier sind die Beläge noch die ersten und TÜV-konform. Das Lenkkopflager habe ich kürzlich geprüft und für gut befunden. Die Gabelsimmerringe lecken kein bisschen, kein Ölfilm ist zu sehen. Die Schwinge hat keinerlei Spiel und befindet sich optisch in praktisch neuwertigem Zustand. Die Bremsleitungen zeigen optisch keine Anzeigen von Alterung. Vermutlich werde ich sie aber trotzdem nächstes Jahr durch Stahlflexleitungen ersetzen. Entsprechendes gilt auch für die hintere Bremsleitung. Auch die Kühlwasserschläuche sind kein bisschen porös geworden. Die Gelenke des Schaltgestänges sind absolut spielfrei. Auch der Rahmen zeigt sich von beiden Seiten makellos. Ah, jetzt ja, ein optischer Makel. Leichte Schleifspuren von Motorradstiefeln. Die Lenkerklemmung wurde im Rahmen einer Rückrufaktion getauscht. Dabei sind leichte Kampfspuren entstanden. Die nachgerüstete Sitzbank der Street Rally ist kein bisschen eingesessen. Und wenn man nach der anderen Seite fragt, dann sieht die so aus. Den Kettensatz musste ich kurz vor Dauertestende noch ersetzen. Noch ein kleiner frontorientierter Rundgang. Und als Fazit eine Schulnote, was die Optik betrifft. Eine glatte 1. Die lasche Sitzbankarretierung ist kein Verschleiß. Die war von Beginn an so. Und die Kettenspanner wirken auch nach 6 Jahren noch so billig wie zu Beginn. Wie fährt sie sich nun nach 6 Jahren? Hat sich da irgendwas verändert? Im Wort Erfahrungsbericht steckt auch irgendwie Fahren drin. Also, let's go! Das geringe Gewicht, der breite Lenker und die kommode Sitzposition sorgen für ein absolut easy Handling. Deutliche Verbesserungen gab es bei der jetzt etwas kommoderen Sitzbank und den wesentlich besser ansprechenden hinteren Federbein. 100%ige Wunderheiler waren aber beide Nachrüstungen letztlich nicht. Die Bandbreite des CP3 Motors bleibt auch nach 6 Jahren absolut beeindruckend.
Gas aufziehen im 4. Gang mit 30, kein Problem. Der Überholvorgang im 4. Gang ab 50, kein Problem. Einfahren im 3. Gang und ohne Stress bis 100 beschleunigen, kein Problem. Spontanes Gas aufziehen im 6. Gang bei 100, natürlich kein Problem. Oder wir schalten dann doch mal kurz runter. Ups. Ortsdurchfahrt im 5. Gang und aufziehen nach dem Ortsschild. Was auch sonst. Hat er denn auch Fehler? Aber ja, nimmt man das Gas etwas weg und zieht dann wieder vorsichtig auf, kann es schon sein, dass er sehr, sehr spontan antritt und ein Ruckler durch die ganze Kiste geht. Das war ursprünglich ganz heftig. Ich habe dann später das Mapping auf die Version von 2015 ändern lassen. Damit wurde das dann erträglicher. Mein Fazit daher, die Faszination des Motors hat kein bisschen nachgelassen. Und der Drehzahlmesser ist deshalb so schlecht ablesbar, weil man ihn einfach nicht braucht. Und jetzt zum Fahrwerk. Auf diesem alpenähnlich engen Sträßchen ist zu sehen, wie easy das Fahrwerk funktioniert. Links, rechts, Wechselkurven, überhaupt kein Problem. Oh, die Kurve macht ganz schön zu, stresst uns aber überhaupt nicht. Auch hier spielt wieder der Motor seine Stärken aus. Enge Kurven im 2. Gang, 3. Gang, bergauf, kein Problem. Oder eine etwas schnellere Kurve, nur im 6. Gang genommen. Doch es gibt auch Dinge, die mir nicht gefallen. Bei welligem Straßenbelag zum Beispiel kann es schon mal etwas unruhig werden. Dies gilt insbesondere beim etwas härteren Anbremsen von Bergabkurven. Dann kann bei welligem Belag das Hinterrad leicht werden, anfangen zu stempeln und das wiederum führt dazu, dass das ABS der Fußbremse anspricht. Seit dem Einbau des Wilbers-Federbeins ist das abgemindert. Die neuere RN43 hat dieses Problem mit der Anti-Hopping-Kupplung vielleicht nicht mehr. Weitere Fahrwerksschwächen? Aber ja, für mich nicht absolut relevant. Die MT-09 ist bei 210 Stundenkilometern abgeriegelt. Und dies hat einen Grund. Sie ist kein Autobahn-Bolzwerkzeug. Ab Tachoanzeige 200 auf der Autobahn wird sie nämlich unruhig. Das Schlingern wird dann durch Fahrbahnunebenheiten noch verstärkt. Das ist nichts, was ich jetzt so unbedingt brauche. Mag aber auch von der Bereifung abhängen. Und die Bremsen, die machen genau das, was sie sollen. Die vordere ist fein dosierbar, die hintere verlangt etwas mehr Tritt, was ich aber gut finde. So gelingt Stabilisieren nämlich ohne Vollbremsung. Und jetzt noch die entscheidende Frage, hat beim Fahrwerk irgendwas nachgelassen? Die Antwort, absolut nein. Alles fühlt sich so knackig an wie am ersten Tag. Für mich unverzichtbares Zubehör, auf jeden Fall der Hauptständer. Dann auch die vorher schon gezeigte Sitzbank der Street Valley und das hintere Wilbers Federbein. Und hier mein Fazit. Im Alltag sind sonst nur kleine Schwächen auszumachen. Die nichtlineare Tankanzeige, der schwer zu erreichende Hubknopf und das schlecht ablesbare Drehzahlmesser.
das sind nicht die Kriterien für den Dauertest. Eingeblendet habe ich links alles, was über die 6 Jahre an Wartung, Austausch und Reparaturarbeiten erforderlich war. Und das lasse ich jetzt mal eine Weile stehen. Und so seht ihr deutlich, besser geht's einfach nicht. Es ist ein Motorrad im ureigensten Sinn. Doch auch mit dem Fahrwerk kann man sich sehr gut arrangieren. Beide Komponenten zusammen ergeben einen eigenen Charakter. Die Qualität hat über 6 Jahre gnadenlos überzeugt. Das dürfte auch mittlerweile allgemein bekannt sein. Auch ältere Modelle zeigen sich auf dem Gebrauchtmarkt wertstabil. Von den neueren Modellen der MT-09 hätte ich gern die Traktionskontrolle und die AT-Hopping-Kupplung. Würde ich sie wieder kaufen? Naja, brauche ich fast nicht zu beantworten. Ein ganz klares Ja. Vielleicht auch in der XSR 900 Variante. Warum ich in dieser Zeit nur 25.000 Kilometer gefahren bin? Nun, man hat ja schließlich auch noch anderes zu tun. So, und jetzt lese ich mal den alten Bericht in der Fachpresse. Ja, und danach nehme ich gleich die nächsten 25.000 Kilometer in Angriff.